Und mittendrin haben zwei von ihnen sich Zigaretten angezündet. And I thought to myself, how wonderful to be in a place where people don't know that you don't smoke while a man is preaching. Und da dachte ich, wie schön, mal in der Versammlung zu sein, wo zwei Leute gar nicht wissen, dass man nicht rauchen soll, wenn einer predigt. So the man who led the meeting was a Sabra, a born Israeli. Und der dieses Treffen geleitet hat, war ein Sabra, der in Israel geboren Very ist. secular. Total weltlich. But at the end he stood up and he said, Aber am Ende stand er auf und sagte, while Dr. Prince was speaking, there was something here. während Dr. Prince gesprochen hat, war irgendwas hier. It was kind of warm. Das war irgendwie warm. It was comforting. Es war irgendwie tröstend. He had no idea it was the Holy Spirit. Der hatte keine Ahnung, dass das der Heilige Geist war. That's how God is dealing with the Jewish people. So wirkt Gott am jüdischen Volk. Just in a way, I would say, give your testimony and step back and let Jesus do it. Ich würde einfach sagen, gib dein Zeugnis, trete zurück und lass Jesus das tun. All right, now I want to show you something else very beautiful. Möchte ich euch noch was ganz Schönes aus dieser Schriftstelle I can zeigen. see we're not going to end this message. Ich sehe schon, wir werden mit der Botschaft nicht fertig. If you turn to Zechariah chapter 13, Mit der Aufschlag Sacharja 13, verses 5 and 6. No, 6 and 7. 6 und 7. Now, in my Bible, there is a heading between these two verses. In meiner Bibel befindet sich zwischen diesen zwei Versen eine Überschrift. But that is put in by the editors. Aber die wurde von den Herausgebern And I believe eingefügt. it destroys the real meaning. Und ich glaube, dass sie den eigentlichen Sinn zerstört. Because I believe this is the Messiah revealed to his people. Denn ich glaube, hier geht es generell darum, dass der Messias seinem Volk offenbart wird. And it says in verse 6, someone will say to him, what are those wounds in your hand? Then he will answer, those with which I was wounded in the house of my friends. Und wenn man zu ihm sagen wird, was sind das für Wunden auf deiner Brust, wird er sagen, so wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Auf deiner Brust is not really right. It's in your hands. Es ist eigentlich richtig nicht auf deiner Brust, sondern an deiner Hand. Just forgive me for saying that, but it makes a lot of difference. Ja, es gibt schon einen gewissen Unterschied. What the Hebrew says is between your hands. Im Hebräischen heißt es zwischen deinen Händen. And who knows what that means? Und wer weiß, was das bedeutet. But I don't believe it means in your breast. Aber ich glaube nicht, dass es heißt an deiner Brust. And this is the answer that he gives. Und Folgendes antwortet er darauf. Those with which I was wounded in the house of my friends. So wurde ich geschlagen im Haus meiner Freunde. But the thing that really touches my heart is this. Und was mein Herz hier wirklich anrührt, ist Folgendes. The word that's translated friends Das Wort, das mit Freunden oder die mich lieben übersetzt does wurde, not mean those whom I love. heißt nicht die, die ich lieben. It means those who love me. Es heißt die, die mich lieben. And it's like Jesus is saying, Und es ist so, wie wenn Jesus sagt, I realize you really do love me. ich erkenne es, ihr liebt mich wirklich. You really are my people. Ihr seid wirklich mein Volk. And all the past is forgotten. Und die ganze Vergangenheit ist vergessen. Isn't that a beautiful picture? Ist das nicht ein herrliches Bild? And then we go on to the final scene. Und dann kommen wir zur letzten Szene. In my list, it's number 17. In meiner Liste Nummer 17. It's in Zechariah 14, verses 3 through 5. Sacharja 14, 3 bis 5. It says at the beginning of that chapter, the Lord will gather all nations against Jerusalem. Und am Ende dieses Kapitels heißt es, dass der Herr alle Nationen gegen Jerusalem versammeln wird. And let's remember, it's the Lord who does it. Und lasst uns dran denken, es ist der Herr, der das tut. Ruth and I and many of the Messianic believers have been very disturbed about the present government in Israel. Ruth und ich und viele andere messianische Gläubige waren ziemlich verstört über die jetzige Regierung in Israel. Because we do not believe that it's peace, but it's appeasement. Denn wir glauben nicht, dass es hier Frieden gibt, sondern nur Beschwichtigung. But the Lord has spoken to us. Aber der Herr hat zu uns gesprochen. And he has said, I am behind this government. Und er sagt, ich stehe hinter dieser Regierung. I am permitting it. Ich lasse das zu. I have my purposes to be fulfilled. Ich verfolge damit meine Absichten. We don't understand them fully.
Wir verstehen die nicht ganz. But we believe that everything God has promised will take place. Aber wir glauben, dass alles, was Gott verheißen hat, stattfinden You wird. see in chapter 14 it says, God says, I will gather all nations. Aber ihr against seht dann in Kapitel 14, Gott sagt, ich werde alle Nationen The gegen United Jerusalem versammeln. Nations may think they're making the decisions, Vielleicht denken die Vereinten Nationen, sie würden or die whatever Entscheidung group it treffen, may be, oder welche Gruppe auch immer das sein mag. but it's really God who's behind it. Aber wirklich steht da Gott And dahinter. He has His purposes. Und er verfolgt seine Absichten. Then we'll see what happens when they're gathered. Sehen wir nun, was geschieht, wenn die sich versammeln. Verses 3 through 5. Vers 3 bis 5. Then the Lord will go forth and fight against those nations as He fights in the day of battle. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am This Tag is der now a Schlacht. direct intervention of the Lord in human history. once Das ist again. jetzt ein direktes Eingreifen des Herrn in der Menschheitsgeschichte. And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives will be split in two from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. This had a very personal meaning to me, Für mich hat es eine ganz persönliche because I Bedeutung. spent the last year of my service in the British Army in a military hospital located in this exact place. Weil ich den letzten Teil meines Militärdienstes verbracht habe, indem ich in einem Militärhospital gearbeitet habe, das And genau an diesem Punkt stand. And the Mount of Olives has got, as it were, two mountains. Und der Ölberg, der sieht so ein bisschen aus, als wäre er zwei Berge. One is called the Mount of Olives, the other is called the Mount Scopus. Und der eine heißt Ölberg, der andere Berg Scopus. Oder And so. there is a kind of saddle in between, Zwischen den beiden ist praktisch so eine Art which Sattel. was where this building was situated, Und genau da war dieses Gebäude, which incidentally was built by the German Kaiser. das zufälligerweise vom deutschen And it's Kaiser gebaut called the wurde Augusta Victoria building to this day. und bis heute noch Augusta Victoria But Haus the heißt. British Army turned it into a hospital and I was working there. Und die britische Armee hat dort ein Krankenhaus draus gemacht und ich habe da gearbeitet. But in 1923 there was an earthquake in that very place. Aber 1923 geschah an diesem Ort ein Erdbeben. And the tower of that building was cracked. Und der Turm dieses Gebäudes bekam einen Riss. And no one is allowed to go up the tower because it's dangerous. Und jetzt darf niemand mehr auf den Turm aufsteigen, weil das gefährlich But ist. when I read these words, Aber wenn ich diese Worte lese, I see the scene exactly before me. dann sehe ich so genau diese Szene vor mir. Here are these two parts of the Mount of Olives, Hier sind diese zwei Teilen des Ölbergs, the dip in between them, dazwischen diese Kuhle, exactly east of the temple area, genau östlich vom Tempelbereich. and it says the mountain will be split in two. Und das heißt, der Berg wird in zwei Teile gespalten. Half will move toward the north, Die Hälfte wird sich zum Norden half bewegen toward the south. und die Hälfte zum Süden. I cannot doubt that that's be exactly where it will happen. Ich kann nicht daran zweifeln, dass es genau so geschehen wird. And then it says in the same chapter 14, Und dann heißt es im gleichen Kapitel 14, where is it now? Yeah, the end of verse 5. am Ende vom Vers 5. Thus the Lord my God will come, and all the saints or the holy ones with you. Und dann wird kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. So that is the personal return of Jesus. Das ist also die persönliche Wiederkunft Jesu. It's very accurate. Das ist sehr genau. When he ascended into heaven, he ascended from the Mount of Olives. Als er auffuhr in den Himmel, ist er vom Ölberg aufgefahren. And the two angels that came to talk to the apostles Und die zwei Engel, die kamen, um zu den Aposteln zu sprechen, said, this same Jesus shall so come in like manner as you've seen him go. sagten, derselbe Jesus wird genauso wiederkehren, wie ihr ihn jetzt habt gehen sehen. He went from the Mount of Olives, Er zog aus vom Ölberg and he was taken up in clouds, and they saw him no more. und wurde in Wolken weggenommen und sie konnten ihn nicht And mehr he's sehen. coming back in the clouds, Und er kommt zurück in den Wolken and he's coming to the Mount of Olives. und er kommt zurück zum Ölberg. And when his feet touch the mountain, Und wenn seine Füße den Berg berühren, there will be an earthquake, wird es ein Erdbeben and the geben. mountain will be split in two. Und der Berg wird in zwei Teile gespalten.
So that's what lies ahead. Das For Israel. da steht Israel bevor. I think I will not end this message, but I'll